Hallo und willkommen Modellbahnfreunde. Willkommen zu einem neuen Video. In dem Video geht es um den Alltagsverkehr in Blankenheim. Wie ihr schon sehen könnt, keine Dampferrollen mehr, sondern modernere, bunte Fahrzeuge. Wobei modern ist relativ, denn die G1206 wurde das erste Mal 1997 gebaut und der Disero von Siemens, der sich jetzt Disero Classic nennt, ist auch schon etwas in die Jahre gekommen. Während ihr heute die Züge rollen seht und die Zugfahrten genießen dürft, habe ich mir überlegt, euch ein wenig zu den Fahrzeugen, die ihr heute so im Bild seht, bezogen auf Lokomotiven und auch auf die Container, die ihr da seht, die Innofreight-Container, etwas jeweils zum Vorbild zu erklären. Auch werde ich auf die Triebwagen eingehen, wie die Stadler RS1, die hier gerade vorbeirollen, oder eben, wie vorhin schon angesprochen, den Disero HC. Beginnen möchte ich bei der G1206. Die G1206 ist eine dieselhydraulische Lokomotive, die von der Maschinenbau Kiel entwickelt wurde. Abgekürzt heißt Maschinenbau Kiel MAK. Die MAK wurde 1998 von Vossloh gekauft und firmiert seither als Vossloh Locomotives. Was auch nicht mehr ganz stimmt, denn nur noch der Kieler Teil gehört zu Vossloh Locomotives und zu einem chinesischen Konsortium. Der spanische Teil gehört mittlerweile zu Stadler, wie dem einen oder anderen wahrscheinlich bekannt ist, denn die doch mittlerweile sehr bekannte Eurodual BR 159 ist eigentlich eine Entwicklung von Vossloh und nicht von Stadler. Aber nun zurück zur G1206, die hier im Vordergrund rangiert. Sie hat eine Achsfolge BB. Die Maschinen haben wahlweise eine Leistung von 1500 oder 1570 Kilowatt und erreichen je nach Ausführung Geschwindigkeiten von bis zu 100 km/h. Eingebaut werden in diese Maschinen Motoren von Caterpillar oder MTU Friedrichshafen. Je nach Ausführungsvariante liegt die Dienstmasse zwischen 84 und 90 Tonnen. Der Tankinhalt beträgt 3150 Liter. Im deutschen Fahrzeugregister sind für die Lokomotiven die Baureihennummern 9280, 1275 bis 100 km/h Höchstgeschwindigkeit und 1276 über 100 km/h Geschwindigkeit für die G1206 vorgesehen. Die Maschinen von MAK sind im schweren Rangier- und Streckendienst einsetzbar. 323 Stück wurden ab 1997 gebaut. Lokomotiven dieser Bauart wurden nach Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg, Italien, Spanien, den Niederlanden und nach Frankreich verkauft. Allein 23 Lokomotiven beschaffte die SNCF als BB 61000, davon 6 mit MTU-Motor. Die erstgebaute 1206 wurde an die RBH Logistik im Juli 1997 ausgeliefert. Sie läuft dort unter der Betriebsnummer 801. 2006 und 2007 wurden weitere 20 Lokomotiven nach Frankreich an die Seco Rail geliefert. Alle 20 Lokomotiven erhielten einen MTU-Motor. 2006 und 2008 hat die Railion Deutschland einige G1206 angemietet und unter der Baureihe 266 eine Sammelbezeichnung für diverse angemietete Loktypen eingereiht. Diese Stamm- und Ordnungsnummern werden jedoch nicht an den Lokomotiven angebracht. Bei der in Karlsruhe ansässigen Albtal-Verkehrsgesellschaft kommen 4 Diesellokomotiven des Typ G1206 zum Einsatz. So viel zur G1206. Die Angaben stammen hauptsächlich aus Wikipedia und aus meinem eigenen Gedächtnis, respektive den Erfahrungen, die ich über die Lokomotive habe. Nun wollen wir uns den schönen weißen und schwarzen Containern widmen, die die G1206 hier rangiert, den sogenannten Innofreight-Containern. Die Innofreight Solutions GmbH ist ein steirisches Gütertransport- und Logistikunternehmen mit dem Hauptsitz in Bruck an der Mur, Österreich. Das Kerngeschäft besteht in der Entwicklung und Vermietung von Aufbauten für Güterwagen, Güterwagen selbst und passende Entladesysteme.
Inzwischen gibt es mehr als 35 verschiedene Aufbauten, die mit Güterwagen in 3 verschiedenen Längen und Spurbreiten kombinierbar sind. Basis hierfür ist gegenüber herkömmlichen Güterwagen die Trennung der Ladungsträger vom Trägerfahrzeug. Die Aufbauten können je nach Bedarf aufgesetzt und abgenommen werden. So schafft man individuelle Lösungen für verschiedene Industrien und Unternehmen. Nun noch ein wenig zur Geschichte und etwas tiefgehender. InnoFreight beschäftigt sich anfangs mit Lösungen im Bereich des kombinierten Verkehrs, wie ihr auch hier bei mir auf der Anlage sehen könnt, sowie ab ca. 2005 mit der Entwicklung von modularen Gütertransport- und Logistiksystemen, fast ausschließlich für den Schienengüterverkehr. Anfangs konzentrierte man sich auf Lösungen für den Transport von Holzhackschnitzel. Das ist genau das, was wir bei mir auf der Modellbahn sehen, wie die Entwicklung eines Schüttgutcontainers. Also mit diesen Schüttgutcontainern können wir nicht nur Hackschnitzel, sondern werden mittlerweile auch Rüben oder teilweise auch Kiestransporte durchgeführt. Aber ursprünglich war mal der Hackschnitzeltransport das Hauptaugenmerk für diese InnoFreight-Container. Aus diesen Containern wurden weitere Aufbauten für den Transport von Agrarprodukten, Baustoffen, Chemieprodukten und auch Gefahrgut, Eisenerzen, Flüssigkeiten, Holz- und Stahlprodukte entwickelt. Um die Kapazitäten dieser Ladungsträger besser nutzen zu können, wurde 2012 mit der Entwicklung eines eigenen Containertragwagens begonnen. Aufgrund des geringen Eigengewichtes des als InnoWaggon bezeichneten Wagens konnte die Zuladung gesteigert werden. Daneben entwickelt InnoFreight stationäre Anlagen für die Entladung der Containersysteme, wie zum Beispiel in der Zellstofffabrik in Pöls oder bei voestalpine in Löben-Donauwitz eingesetzt werden. Im Mai 2017 gaben InnoFreight und VTG bekannt, in Zukunft kooperieren zu wollen. 2021 wurden Produkte von InnoFreight in 20 europäischen Ländern eingesetzt. Nach eigenen Angaben sind 17.000 Aufbauten, 2020 InnoWaggons, 10 stationäre Entladeanlagen und 59 Dreh-Entladestapler im Einsatz. Ja, die Variante, die ihr bei mir auf der Anlage im Einsatz seht, ist die Variante ohne neu entwickelte Tragwagen, sondern lediglich die InnoFreight-Container auf standardisierten Tragwagen, die es vorher schon gab. Diese Kombination hatte die SBB lange im Einsatz, wie ihr ja auch an diesen Buschwagen seht. Diese Buschwagen gab es so zu kaufen. Die Decals, die ihr daran seht, mit den ganzen Anschriften, die gab es so nicht zu kaufen. Das ist eine Sonderedition von meinem lieben Freund Kai, die er mal entwickelt hat und fast jeden InnoFreight-Container mit einem Decal versehen hat, respektive auch mit unterschiedlichen Decals pro Container, und so kommt dieser wunderschöne bunte Zug zustande. Kommen wir nun kurz zum Stadler Regio Shuttle RS1. Der Regio Shuttle wurde 1994 von VUKV Prag für ABB Henschel und Daimler-Benz entwickelt und nach deren Fusion 1996 im neu gegründeten Unternehmen Adtranz weitergeführt. Anfangs war geplant, als Fahrzeugplattform neben dem später vielfach gebauten einteiligen Triebwagen RS1 auch einen zweiteiligen RS2 und eine dreiteilige Variante RS3 sowie einen einteiligen Steuerwagen anzubieten, die aber nicht bestellt worden sind. Es handelt sich um regelspurige Vollbahnfahrzeuge nach UIC-Norm, die somit Längskräfte von 1500 kN vertragen. Sie wurden mit Mittelpufferkupplung, Scharfenbergkupplung, BSI-Kompaktkupplung oder Schraubenkupplung und Seitenpuffern ausgeliefert oder umgebaut auf Mittelpufferkupplung. Die Mittelpufferkupplungen kuppeln die pneumatisch und seitlich Kontaktaufsätze auf die elektrischen Verbindungen mit. Der Fahrzeugkasten des RS1 ist aus einem Fachwerk verschweißter Vierkant-Hohlprofile und Blechformteile aus Stahl konstruiert. Die Wagen laufen auf 2 Triebgestellen, alle Radsätze sind angetrieben. Bei den mehrteiligen Triebwagen waren zwischen den Fahrzeugkästen antriebslose Einzelachsfahrwerke vorgesehen. Der Großteil des Fahrgastraumes mit den Türen, beim RS1 rund 65%, sind niederflurig.
je nach Ausführung 600 oder 760 mm über der Schienenoberkante für die in Deutschland verbreiteten Bahnsteighöhen von 550 und 760 mm. Für niedrigere Bahnsteige ist die Ausführung mit elektrisch ausfahrbaren Trittstufen möglich. Der über 2 Stufen erreichbare Bereich über den Drehgestellen ist mit einer Fußbodenhöhe von 1000 mm über Schienenoberkante hochflurig. Kommen wir nun zu einem weiteren Fahrzeug. Ich würde sagen, nicht der im Vordergrund stehenden V60, denn diese ist doch den meisten meiner Zuschauer sehr wohl bekannt. Der sogenannte Goldbräuler, die V60 der ehemaligen Deutschen Reichsbahn, sondern ich würde gern jetzt auf die heranrollende BR 250 oder auch als Blue Tiger benannte Lokomotive eingehen. Der Blue Tiger ist ebenfalls eine Entwicklung der Firma Adtranz und wurde unter dem Namen Blue Tiger vermarktet. Eigentlich hieß diese Baureihe mal intern DEAC 33C und ist eine Baureihe von Diesellokomotiven mit elektrischer Leistungsübertragung für den schweren Güterzugdienst. Der Blue Tiger wurde von 1996 bis 2004 in verschiedenen Ausführungen hergestellt. Sie wurden von Adtranz in Zusammenarbeit mit dem US-amerikanischen Konzern General Electric entwickelt und anfangs von Adtranz in Kassel sowie in Lizenz bei der Pakistan Locomotive Factory Risalpur gebaut. Mit der Übernahme des Herstellers Adtranz durch Bombardier Transportation im Jahr 2001 wurde die DEAC 33C ein Produkt des Unternehmens Bombardier. Bekannt wurde der in Deutschland als Baureihe 250 geführte Lokomotivtyp durch den mittlerweile verschrotteten Prototyp 250 001 und den kennen wir alle mit seinen wunderschönen Design, Formen und Farben als Blue Tiger, der auch den blauen Tiger aufgemalt hatte oder lackiert, besser gesagt. Insgesamt wurden 61 Exemplare des Blue Tigers in verschiedenen Ausführungen gebaut. Auf den 1996 fertiggestellten Prototyp mit der Nummer 250 001 folgten im selben Jahr die Auslieferung von 10 Fahrzeugen für die Pakistan Railways, welche mit dem Schiff nach Pakistan transportiert wurden. Weitere 20 Lokomotiven ließ die pakistanische Staatsbahn in Lizenz bei der Pakistan Locomotive Factory in Risalpur bauen, wie bereits vorhin erwähnt. Die Fahrzeuge wurden der Reihe AGE 30 zugeordnet und als 6001 bis 6030 nummeriert. Von 2012 bis 2003 baute Bombardier als Nachfolger von Adtranz 10 Fahrzeuge für den deutschen Markt, die die Nummer 250 002 bis 250 11 erhielten und seitdem ausschließlich von privaten Bahngesellschaften eingesetzt werden. Die letzten 20 Maschinen wurden in den Jahren 03 und 04 an die malaysische Bahngesellschaft Kereta Api Tanah Merauke, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, geliefert, wo sie als 26101 bis 26120 im Einsatz sind. In Deutschland erhielten die Baureihen 250 Ende 2004 die Zulassung zum Befahren von Steilstrecken, mit der sie unter anderem auf der Rübelandbahn verkehrte. Zu Beginn des Jahres 2005 kündigte Bombardier an, nur noch größere Bestellmengen zu fertigen und von einer weiteren aktiven Bewerbung zugunsten einer eigenen Entwicklung auf Basis der Trax-Familie abzusehen. Also die Steilstreckenzulassung ist mir natürlich wohl bekannt. Ihr seht hier gerade auch den Ursprung, warum es diese gab, die Havelländische Eisenbahn, denn die ist Betreiber der Rübelandbahn, die führt den Betrieb auf der Felswerke-Strecke durch und in der Zeit, wo auf der Rübelandbahn der Strom abgeschalten war, ist man dort hauptsächlich mit Tigern gefahren und hat somit auch eine Steilstreckenzulassung gebraucht. Und gerade auch mit diesen Kalkkübel-Tragwagen hat man dort Tiger im Sandwich gebraucht. Die Zeit ist nun auch dort vorbei, denn mittlerweile ist schon wieder viele Jahre elektrischer Betrieb auf der Rübelandbahn und dort werden BA 185 eingesetzt und somit
ist der Tiger auch wieder im aktiven Streckendienst. Ich vermute aufgrund der immer mehr werdenden Eurodual-Lokomotiven, dass der Tiger bald sein jähes Ende erreicht, denn mittlerweile gibt es zu wenig Loks und zu wenig Ersatzteile. Die Havelländische Eisenbahn fährt die meisten Tiger, danach folgt die Cap-Train und das war es dann eigentlich auch schon, was das in Deutschland anbelangt, und somit ist die Ersatzteilversorgung für diese Lok auch nicht gerade die beste und wahrscheinlich auch ziemlich teuer. Nun kommen wir langsam zum Ende meines Videos Alltagsverkehr in Blankenheim, Cap-Train Edition. Auch wenn der letzte zu sehende Zug eine BR 285 der Havelländischen Eisenbahn ist, aber lag doch der Fokus heute auf den Cap-Train-Lokomotiven, die ich so besitze. Ich hoffe, euch hat die Art und Weise des Videos gefallen, mit den Erklärungen aus dem Vorbildbereich. Ich werde euch die Erklärungen nochmals verlinken. Die Quellenangaben beziehen sich auf Wikipedia oder mein Gedächtnis. Alles nochmal zum Nachlesen in der Videobeschreibung gern. Ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Ich freue mich über einen Kommentar, über ein Like und natürlich auch über ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und nun wünsche ich euch eine wunderschöne und besinnliche Weihnachtszeit und bis bald. Ciao!